Hallo ihr Lieben. Moin, ihr Wir Lieben. sind endlich mal wieder da. Long time no see. Ja, bei uns hat sich so einiges getan in den letzten 2 Wochen und haben gedacht, wir müssen uns mal melden. Kleines Lebenszeichen, Ja. schadet wahrscheinlich nicht. Wir haben nämlich komplett flach gelegen. Oh. Corona war es nicht, irgendein Teufelsding. Und ja, da sind wir wieder. Noch nicht ganz gesund, aber auf dem Wege der Besserung. Und ja, jetzt drehen wir eine kleine Runde. Und Michael will euch bestimmt mal erzählen, was wir jetzt vorhaben. Ja, ihr kennt ja dieses ewige und leidige Thema mit unseren Mikros und unserem Equipment und so weiter. Und das hat mich so genervt. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Ace Pro stillgelegt, wir haben die Boya Magic Mikros stillgelegt. Und zwar aus dem Grunde, weil die nur noch gerauscht haben nach einem Firmware-Update. Und der Support in China konnte nichts machen. Die haben immer nur gesagt, ja, wir haben dieses Gerät nicht zum Testen und das nicht. Und da haben wir gesagt, Dann brauchen wir sie nicht. brauchen wir sie nicht. Und dann haben wir jetzt umgestiegen auf DJI Osmo Action 5. Dazu sage ich gleich noch was Wichtiges. Und DJI Mini Mikros, die kleinen Dinger hier. Der Vorteil an dieser Kombination ist, dass wir 2 Mikrofone via Bluetooth mit der Kamera verbinden können und einfach keinen Kabelsalat mehr haben und kein nerviges Rumgekruschel mehr, keine Stecker, die irgendwie aus Versehen rausflippen können und wir merken es nicht und haben dann Aufnahmen ohne Ton und so einen Scheiß. Ja, und bei Regen liegt das alles blank. Und wenn du eine lange Wanderung machst, bist du fix und fertig. Und da Genau. haben wir gesagt, das ändern wir jetzt mal. Und diese Dinger sind mit Bluetooth verbunden. Und das ist natürlich einfach praktisch. Ne? Ja. Da hast du keinen externen Empfänger mehr oder sonst irgendwas. Und das ist jetzt der erste Test. Übrigens ist diese DJI Osmo Action 5 extrem leicht, Ja. sehr klein, hat vorne Display? ein Display, ohne dass man das umklappen muss. Und das finde ich total angenehm. Aber nicht kaufen, weil Am 18.11. am 18.11. kommt die Osmo Action 6 auf den Markt. mehr dazu gleich. Also der Tag ist eher trübe, ne? Ja, aber es ist ein herrlich gemütliches Herbstwetter. Ich finde es so schön. Und was sehe ich? Rote Beeren, Ich sehe rote Beeren. Gott sei Dank. Sogar jetzt noch. Aber ich weiß nicht, ob die so dicht. Ja, könnte klappen, ne? Wir müssen alles mal ausprobieren mit dieser Kamera. Mit Rote der neuen. Beeren mit der DJI Osmo Action 5 Pro. Pro. Herrlich. Ja, da sind wir an der Elbe. Heizkraftwerk Wedel da. Elbe da. Unspektakulär. Diesig. Aber trotzdem nett. Wir mögen das ja auch, wenn niemand hier ist. Und apropos Wasser. Für uns geht's bald mit der AIDA nach Südnorwegen. Das war ein mehr oder weniger spontaner Einfall, mal zu gucken, was kostet eigentlich so eine Kreuzfahrt mit der AIDA. Und das ist, genau diese Kreuzfahrt ist dann als erstes aufgeploppt. Und ich habe gesagt, oh, geil, das will ich machen. Ja, wir wollen aber gar nicht an irgendwelchen Landaktivitäten teilnehmen, sondern wir wollen es da auf die Socken machen in Bergen. Und zwar den Einmal ein kleines Boot. wenigstens ein Boot, Feuerwehr. Feuerwehr. Wir wollen uns da auf die Suche nach dem Fundort, Leichenfundort von der Isdalfrau machen. Wir landen nämlich in Bergen an und haben da einen Tag Zeit von 10 bis 20 Uhr und können dann ins Isdal gehen, was in der Nähe von Bergen ist. Und da ist diese Isdalfrau gefunden worden. Ein ganz mysteriöser, Todesfall. weltbekannter Ja, Todesfall. inzwischen weltbekannt durch die BBC-Doku. Ja. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Da könnt ihr euch schon mal auf ein Video freuen, wenn ihr Lust Das habt. wird bestimmt spannend. Ja, und dann, wir werden insgesamt 4 Halte haben.
Bergen, Stavanger, Kristiansand und Oslo. Wenn ihr ein paar Tipps für uns habt, was wir uns denn dort unbedingt noch anschauen müssen, wir haben überall ungefähr 10 Stunden Aufenthalt. Wenn ihr Tipps für uns habt, was wir uns anschauen müssen, unbedingt in die Kommentare damit. Denn wir wollen natürlich nicht nur auf den Spuren dieses Todesfalles wandeln, sondern auch ein bisschen was sehen. Freue mich jedenfalls schon wahnsinnig drauf. Und du? Wild. Wild? Wild. Wird bestimmt cool. Wird cool. Wie sich die DJI Osmo Action 5 hier so darstellt im Handling, so extrem leicht. Ja. Mit den Mikros, die automatisch verbinden, die lassen wir immer an. Ist auch geil. Dir wird angezeigt, wie der Akkustand von den Mikrofonen ist beim Einschalten. Und den Audiopegel siehst du auch und du hast nichts an der Cam. Das heißt, sie ist weiterhin wasserdicht, kannst du hier ins Wasser halten, wie auch immer. Auf jeden Fall geben wir da bestimmt keine Kaufempfehlung, weil, wie schon vorhin gesagt, am 18.11. kommt die DJI Osmo 6. Warum haben wir jetzt die gekauft? Wir haben die gekauft, weil wir ja nach Bergen fahren, also eine Woche weg sind. Und da wollten wir nicht mit dieser Ace Pro rumfummeln. Ja, also wir haben festgestellt, ich bin ja eigentlich immer der Sparfuchs bei uns. Ne? Ich sage, das geht schon. Wir haben so viel Geld dafür ausgegeben. Das passt schon, das können wir so verwenden. Aber es nervt einfach. Und scheiße ist es halt, das ist ein einmaliges Erlebnis im Zweifelsfall. Und wenn dann die Technik streikt, ausfällt oder man einfach... Oder nervig ist. Dann versaut einem das vieles. Naja, schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, wie sie sich darstellt. Vielleicht verlieben wir uns ja auch so sehr in diese kleine Cam, dass wir sagen, wir bleiben dabei. Und cool ist auch, was Michael gerade macht, man kann die Kamera, also die Aufnahme starten und beenden durch Drücken des Verbindungsknopfes, des Pairing-Knopfes an den DJI Mic Mini. Und dann ist uns noch aufgefallen, dass wir unsere schöne DJI Neo so sträflich behandeln, obwohl die so einfach zu bedienen ist. Und keiner von uns ist irgend so ein Drohnentyp. Ne? Wir können die überhaupt nicht fliegen. Marion nicht, ich auch nicht, also nur so basic. Aber die hat ja diese internen Funktionen, wo sie selber fliegen kann. Aber auch die haben wir irgendwie vernachlässigt, aber da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ich vergesse tatsächlich immer, dass wir die DJI Neo auch noch haben, obwohl das so ein klasse Gerät ist. Und dann habe ich die hier so in der Tasche. Und die kannst du einfach mal hochjagen. Total gut. Natürlich immer vorher gucken, darf ich hier fliegen oder nicht. Ganz wichtig. Dafür haben wir auch eine App auf dem Handy. Dann kannst du unseren Zuschauern noch mal dieses Bauwerk hier vorführen. Herzlich willkommen am Kraftwerk Wedel. Heizkraftwerk Wedel. Heizkraftwerk Wedel. Das ist, glaube ich, immer noch im Betrieb, obwohl es gar nicht mehr in Betrieb sein sollte, ne? Ja, sie wollen es ausmachen. Ja, soll abgeschaltet werden. Ich glaube, die Hälfte davon ist schon abgeschaltet. Die andere Hälfte wird noch abgeschaltet werden. Ja, schauen wir mal. Also ohne die Bilder jetzt gesehen zu haben, muss ich sagen, das Handling ist perfekt. Besser geht's nicht. Die ist leicht, klein. Und wenn sich das nicht ändert und dann nicht irgendwas blöd ist, dann wisst ihr, dass sie sehr gut ist. Ansonsten blenden wir das ein, ob da irgendwas blöd gelaufen ist. Aber bisher top. So, das war's von uns. Wir melden uns in Kürze. Wir hoffen, dass da nichts dazwischen kommt. Schaut auch mal ab und zu bei uns hier, wie heißt das? In Hamburg vorbei. Nein, oder kommt mal auf einen Kaffee. Was ich meine ist, schaut mal bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Da findet ihr nämlich noch das ein oder andere Extra-Video. Ihr könnt euch damit unterstützen und habt eben auch noch zusätzliche Unterhaltung von uns. Ansonsten würde ich sagen, Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Schon wieder. Hast du ihn weggepustet? Nee, hinterher gepustet. Also. So. Ja, es war kurz, aber es war ja auch irgendwie... Ja, wir wollten einfach hier mal ein Lebenszeichen geben und die Neuerungen erzählen. Ja. Hier ist das ja auch so ein bisschen industrieller Charme hier, ne, am Heizkraftwerk. Ja. Ja, auch ganz cool. Ist auch hübsch hier. Also wir haben euch vermisst. Sehr.
Tschüss.